Wozu brauchst du ein neues Handy? Hast du das Handy mit der Prepaid-Karte? Also Diensthandy. Ja. Okay, nein, stopp. Bella ist mir wichtiger. Ich habe die Schnauze voll davon, sie ständig anzulügen. Stehen bleiben, keine Bewegung. Du lebst in meiner alten Wohnung. Und wir tanzen nach meinem Lieblingschanson. Die hat dich was vergessen. Ich werde Ihre Wohnung sicher noch ein paar Mal gut gebrauchen können. Wie kommen diese sehr persönlichen Fotos von mir auf Ihr Tablet? Justus, Sie sind entlassen. Wenn ich Lisbeth platt machen will, dann brauche ich Geld. Und Alexa hat Geld. Sie wollen Ihre ursprüngliche Aussage widerrufen. Tatsache ist jedoch, dass ich mir absolut sicher bin, dass sie zu keinem Zeitpunkt vorhatte, mir irgendeinen Schaden zuzufügen. Du kriegst trotzdem keinen Cent von mir. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht, okay? Ich glaub dir das nicht. Was? Dass ich da drin war und meine Aussage zurückgezogen habe? Ich habe gesagt, dass du mich nie umbringen wolltest und dass das alles ein blöder Zufall war. Frag Helmke. Nein, ich glaub dir nicht, dass du mich aus reiner Menschenfreundlichkeit aus dem Knast holst. Okay, gut, das würde ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch nicht glauben. Es geht immer noch um die Kohle, oder? Du denkst, dass ich dir aus Dankbarkeit die Hälfte meines Erbes gebe. Ich werde meinen Vater aber nicht für tot erklären lassen. Niemals. Auch wenn es bedeutet, dass ich auf mein Erbe verzichten muss. Das ist mir doch völlig klar. Weißt du, ich glaube, ich kenne dich inzwischen ein bisschen besser, als du denkst. Ach ja. Ja. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man allein ist, wenn man denkt, man kann niemandem trauen. Aber mir kannst du vertrauen. Teufel werde ich tun. Was für ein Kackfilm. Nur weil er ein bisschen anders drauf war, schießt sie ihn auf den Mond. Ich bitte dich, der hat ein Doppelleben geführt. Tagsüber einen auf spießigen Familienvater und abends Bankenhausraum. Das kommt nicht gut an. Ja und? Er hat sie geliebt. Im wahren Leben hätte sie es verstanden. Ich glaube, jetzt sortiert Justus schon unsere Shampooflaschen. Der kann wohl nicht anders. Seit er in Jessicas Zimmer wohnt, trägt er mir jeden Socken hinterher. Ist schon schräg. Ja, aber auch gut. So streiten wir wenigstens nicht mehr so viel, ha? Bleiben Sie sitzen, Frau Jakob. Klingeln ist meine Profession. Abend zusammen. Andi, lass mal euren Dachbodenschlüssel rüberwachsen. Charlie hat unseren mitgenommen. Habt ihr wieder Rattenalarm? Ja, so ungefähr. Alexa Berg musste sie eben aus der U-Haft entlassen. Was? Ansgar von Lahnstein hat alle Anklagepunkte durch eine neue Aussage zunichte gemacht. Was willst du denn dann auf dem Dachboden? Ja, irgendwas werde ich schon finden. Vielleicht ein Hinweis darauf, wem das Handy gehört hat, was Alexa Berg bei der Verhaftung bei sich hatte. Nein, vielleicht hat sie das Handy ja irgendwo gefunden. Mensch, Andi, das habe ich dir doch schon erklärt. Sie muss einen Komplizen gehabt haben. Und dem geht's jetzt an den Kragen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man allein ist, wenn man denkt, man kann niemandem trauen. Aber mir kannst du vertrauen. Verfolgst du mich jetzt? Nein, aber ich dachte mir, dass du hier bist. Nach dem Fraß im Knast musste ich auch erst mal was Ordentliches essen. Gib dir keine Mühe. Die Knastbrüdernummer zieht bei mir nicht. Sag einfach, was du wirklich willst. Ich dachte mir, du freust dich vielleicht über gute Gesellschaft. Falsch gedacht. Okay, abgesehen davon wollte ich dir anbieten, zunächst mal bei mir zu wohnen. Soll das ein Witz sein? Nein, ein Angebot. Ich dachte mir, vielleicht willst du die erste Nacht in Freiheit nicht ganz allein verbringen. Sondern mit dir, oder was? Vielleicht ziehst du ja das Schloss irgendeinem Hotel vor. Ich bin lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Guten Abend. Guten Abend. Ich nehme das Menü und eine Flasche Champagner. Sehr wohl.
Der Herr geht gleich wieder. Du bist ja immer noch da. Mein Angebot steht. Wenn du dir das anders überlegst, ich bin davon an der Bahn. Von mir aus. Und damit eins gleich klar ist. Im Gegensatz zu dir drück ich ab, wenn's drauf ankommt. Dann verreck doch im Knast. Vorgehen nicht gefällt. Aber dran halten müssen Sie sich trotzdem. Ich soll jetzt für jede Bestellung hier antanzen und sie von dir absegnen lassen? Das ist lächerlich. Selbst der Hausmeister kann seine Getränkebestellung selber machen. Der hat mit seinen Komplizen auch nicht 3 Millionen Euro unterschlagen. Tanja, dass Sie keine Prokura mehr haben, das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Genauso wie Ansgar und Sebastian. So, das kann an den Stofflieferanten gefaxt werden. Ach, und Tanja? Kommen Sie nicht auf die Idee, morgen doch einen Mitarbeiter in die Firma zu schicken. Wenn nur einer beim Betriebsausflug fehlt, mache ich Sie dafür verantwortlich. Na, Chefin? Ben, wie schön. Du kannst dir nicht vorstellen, was die letzten Stunden hier los war. Ich bin ganz ohr. Oh nein, bitte nicht. Ich bin so froh, wenn ich mal ein paar Minuten abschalten kann. Du bist der einzige Mensch, der keine Hintergedanken hat, wenn er mit mir zusammen ist. Ich habe immer einen Hintergedanken, das weißt du doch. Oh, das tut gut. Gut so? Gut. Ich nehme die Präsidentensuite für die nächsten 3 Wochen. Und buchen Sie mir für morgen früh einen Termin im Spa. Und beim Friseur und Maniküre und Pediküre. Ja, danke, bis später. Stimmt irgendwas nicht mit der Kreditkarte? Das ist bestimmt nur ein Problem mit der Leitung. Ja, ganz bestimmt. Ich übernehme das mal. Stimmt's auch. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Moment mal. Was war das gerade? Was meinst du? Stimmt was nicht mit meiner Karte? Anscheinend ist sie noch gesperrt. Du hast jetzt mein Essen bezahlt, oder was? Ich wollte nicht riskieren, dass sie dich hier zum Spüldienst einziehen. Die Polizei hätte meine Konten längst freigeben müssen. Ich bin unschuldig. Offiziell zumindest, ja. Du kriegst das Geld zurück. Ich will dir nicht schuldig sein. Na klar, wenn dich das glücklich macht. Soll ich dir noch ein bisschen Geld für ein Hotel lassen? Nein, ist nicht nötig. Okay. Ich nehme jetzt ein Taxi. Ich lasse dir meinen Wagen da. Der Fahrer bringt dich, wohin du willst. Auch nach Königsbrunn. Warum sollte ich ausgerechnet nach Königsbrunn wollen? Weil du da deine Ruhe hast. Keine Presse, keine Schaulustigen. Dafür deine Familie, die mich hasst. Daran gewöhnt man sich. Glaub mir. Ja, ich danke dir für dieses opulente Abendessen. Noch lieber wäre ich dein Koch gewesen. Du hast es bestellt. Das ist mehr, als man erwarten kann. Und außerdem, nicht zu vergessen, deine wunderbare Massage. Ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Verwöhnprogramm. Der Höhepunkt steht noch bevor. Nein, Ben, oh Gott, das klingt so verführerisch, aber nein, das müssen wir leider verschieben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es tut mir leid, aber ich muss heute Nacht noch etliches abarbeiten. Ich auch. Ich habe nämlich
nämlich für morgen einen Betriebsausflug organisiert. Das heißt, es wird niemand hier sein und ich kann in aller Ruhe ein paar persönliche Kundengespräche führen. Es waren ja nicht alle auf dem Empfang. Und Sie sind bestimmt verunsichert wegen der neuen Struktur im Konzern. Was du da tust, ist gar nicht gut. Was? Wieso ist das nicht gut? Du arbeitest zu viel. Ich mache mir echt Sorgen. Oh, das ist lieb von dir. Aber das ist völlig unnötig. Außerdem hat mich dein kleines Verwöhnprogramm bestens gerüstet für ein bisschen Nachtarbeit. Okay, dann warte ich hier auf dich, okay? Ben, es wäre mir lieb, wenn du nach Hause fährst. Ich danke euch. Und sind wir jetzt im Polizeicomputer wenigstens bei den Schwerverbrechern? Ich möchte eure Abdrücke nur mit denen vergleichen, die die Spurensicherung oben auf dem Dachboden genommen hat. Sollten welche dabei sein, die nicht von uns oder den Nachbarn stammen, gibt das einen Hinweis auf den Komplizen von der Berg. Tschüss, bis später. Ciao. Alexa, komm doch rein. Jetzt tu nicht so überrascht. Du weißt genau, dass meine Konten noch gesperrt sind. Ich hätte dir angeboten, dass ich dir Geld gebe. Heißt das, ich soll wieder gehen? Nein, natürlich nicht. Bleib hier, ich freue mich. Ja, schon klar. Ich kann schon verstehen, dass sich das komisch für dich anfühlt, wieder hier zu sein. Am besten du vergisst einfach, dass du hier Tristan zur Ehe gezwungen hast, dass du Sebastian und Tanja um Geld erpresst hast, dass dein Vater mit Lisbeth, wie auch immer. Meine Tochter hasst dich jedenfalls auch. Aber ansonsten bist du herzlich willkommen. Du verstehst es wirklich, einen Gast so zu empfangen, dass er sich gleich wie zu Hause fühlt. Ich will einfach nur, dass du gleich weißt, was dich erwartet. Aber keine Sorge. Ich lass dich nicht allein. Genau, das macht mir Sorgen. Ach, Frau Berg ist mein Gast. Richten Sie doch bitte im Zimmer im Westflügel her, ja? Ja. Hey, jetzt sieh es einfach so. Besser als die Bahnhofsmission. Also, schlaf dich aus. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Morgen komme ich an mein Geld, dann bist du mich los. Diese Alexa Berg ist echt die Pest. Schon allein dafür, was sie mir angetan hat, gehört die weggesperrt. Ja, aber vielleicht ist sie bald weg. Wir sollten uns nicht mit ihr abgeben. Noch nicht mal in Gedanken. Ja, du hast gut reden. Du hast ja auch nichts mit ihr zu tun. Das wollte ich schon lange tun. Hast du schon alleine, wie sie mir damals Tristan ausgespannt hat? Glaub mir, die Frau, die ist eiskalt, die geht auch über Leichen. Komm, lass uns doch jetzt nicht mehr über Alexa Berg sprechen. Hm? Da gibt's doch viel Wichtigeres. Ist jemand hier? Von Saugschaden. Klemmt. Wie konnte mir das nur passieren? AB. Andi und Bella. Oh Gott. Willst du auch nicht schlafen? Ich hatte einfach Durst.
Ich kenne das Gefühl, wenn man irgendwo ist, wo man sich nicht willkommen fühlt. Und ich rede hier nicht vom Knast. Glaub mir. Ich lebe seit Jahren mit lauter Menschen zusammen, die ich nicht mag. Und das glaubst du denn nicht? Ich habe nirgends so viel über psychologische Kriegsführung gelernt wie bei den gemeinsamen Mahlzeiten mit meiner Familie. Eigentlich ist es auch ganz schön, wenn die Fronten geklärt sind. Aber die Fronten sind nicht geklärt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du mit dem ganzen Theater hier beabsichtigst. Was glaubst du denn nicht? Ich will dir einfach nur helfen. Dann erklär mir, warum. Ich habe versucht, dich umzubringen. Ich habe dich entführt, ich habe deine Kinder glauben lassen, dass du tot bist. Beinahe wärst du es auch gewesen. Ja. Aber ich weiß eben auch, warum du es getan hast. Weil du meinen Vater auf dem Gewissen hast. Nein, das war nicht der Grund. Du hast es getan, weil du das Gefühl hattest, ganz allein auf der Welt zu sein. Du wolltest Rache. Du wolltest, dass jemand für das bezahlt, was du durchgemacht hast. Und vor allem wolltest du dich nicht mehr allein und hilflos fühlen. Ganz genauso ging es mir nach Evas Tod. Ich habe auch um mich geschlagen und dabei mussten auch einige Unschuldige dran glauben. Du bist alles Mögliche, aber nicht unschuldig. Das mag sein. Vielleicht kann ich dich deswegen so gut verstehen. Glaubst du eigentlich wirklich, du musst hier nur einen auf verständnisvoll machen? Und schon gebe ich dir die Hälfte meines Erbes? Vorausgesetzt, ich würde meinen Vater für tot erklären lassen. Nein, natürlich glaube ich das nicht. Und keine Angst, ich habe auch nicht vor, dich zur Hochzeit zu zwingen. Ich biete dir einfach nur an, so lange hier zu bleiben, bis es dir besser geht. Morgen früh geht es mir bestimmt schon viel besser. Wer weiß, vielleicht. Gute Nacht. Budgetplan unserer LCL-Großkunden. Ich möchte den heutigen Betriebsausflug nutzen, um einige Telefonate zu führen. Kein Problem. Danke. Ach, unser neues Traumpaar an der Spitze. Ist schon erstaunlich, wie viele Männer auf dieses Mütterlichkeitsding abfahren. Morgen. Morgen. Bringen Sie noch ein Gedeck, ja? Was bedeutet das, Ansgar? Alexa ist mein Gast. Also würde ich sagen, wir entspannen uns alle und sind freundlich zu ihr. Auf gar keinen Fall. Was willst du denn tun? Willst du sie erschießen? Das hast du schon beim ersten Mal nicht geschafft. Nein, ich werde Helmke informieren und der bringt sie dann dahin, wo sie hingehört. Ach ja, das wisst ihr ja noch gar nicht. Alexa wurde gestern entlassen, nachdem ich meine ursprüngliche Aussage zurückgezogen habe. Es war alles ein bedauerliches Missverständnis. Sie hat nie versucht, mich umzubringen. Und dass Sie und Ihr Vater versucht haben, uns unser ganzes Vermögen wegzunehmen, war das auch ein Missverständnis? Wir mussten damals fast das Schloss verkaufen. Da ging es ums Geschäft. Das darfst du nicht so persönlich nehmen. Ich fass es nicht. Na, was ist denn das für eine Art, seine Ex-Frau zu begrüßen? Tanja und ich sitzen doch auch am selben Tisch. Also würde ich vorschlagen, wir reißen uns alle mal ein bisschen zusammen und sind nett zueinander. Kann ich Sie mal kurz sprechen, Ansgar? Ich bin gleich wieder da. Die Clan-Chefin wünscht ein 4-Augen-Gespräch.
Kaffee? Nein. Oh, einen Moment. Ich serviere Ihnen das. Sie bügeln meine Hemden? Ja, man muss ja in Übung bleiben. Wer weiß, was noch kommt. Wir haben noch nie ein Bügeleisen gesehen. Das habe ich bemerkt. Wir machen das schon. Danke. Ja, machen Sie sich doch mal locker, legen die Füße hoch. Ich fürchte, das kann ich mir wirklich nicht erlauben. Natürlich können Sie das. Warum bestellen Sie sich nicht einfach mal eine Pizza und gammeln den ganzen Tag auf der Couch rum? Weil ich etwas wieder gut zu machen habe. Beim Reinigen Ihres Zimmers ist mir ein kleines Missgeschick geschehen. Die Uhr hat es leider nicht überlebt. Der Deckel klemmt. Ich werde das natürlich sofort reparieren lassen. Nein, das gehört mir gar nicht. Ja, doch sicher. Sie lag doch unter Ihrem Bett. Ich habe natürlich sofort kombiniert wegen der Buchstaben. Was haben Sie überhaupt in meinem Zimmer zu suchen, ne? Sie wedeln hier überall mit Ihrem Wedel rum und sorgen nur für Chaos. Ich verstehe ja, dass Sie sich echauffieren. Und dann auch noch dieses ganze gestellte Gequatsche. Wieso können Sie sich nicht einfach mal unterhalten wie ein normaler Mensch? Andi, was soll das jetzt? Und was ist das bitte für eine Uhr? Oh mein Gott. Nein, nicht auch das noch. Oh Gott, das war eine Überraschung, nicht wahr? So ist es doch. Die Uhr war ein Geschenk für Frau Jakob. Ja, genau. Das war's dann wohl mit der Überraschung. Was um Himmels Willen wollen Sie damit erreichen? Wollen Sie Unruhe stiften um jeden Preis? Ich bin einfach der Meinung, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Die würde ich ja sogar Ihnen einräumen. Ich habe nicht versucht, jemanden umzubringen. Ich habe auch nicht versucht, einem anderen einen Mord anzuhängen. Und ich habe niemanden zu einer Ehe gezwungen. Noch nicht. Vielleicht sollten Sie sich den Trick für schlechte Zeiten merken. Nein, ganz im Ernst. Wenn es jemanden gibt, der allen Grund hat, Alexa Berg zu hassen, dann bin es ja wohl ich. Und wenn ich es schaffe, ihr zu verzeihen, dann können Sie und der Rest dieser Sippe das ja wohl auch. Seit wann steigst du mit Ansgar in die Kiste? Oder warum hilft er dir auf einmal? Nicht jeder Mann ist so einfach rumzukriegen wie du. Hey. Das ist nicht für dich eingedeckt. Gut. Dann werde ich den Butler bitten, bis mir ein neues zu bringen. Der Butler ist entlassen worden. Ich lass mir das Essen aufs Zimmer bringen. Da ist die Luft auch nicht so abgestanden. Frau Berg, als Ansgars Gast sind Sie selbstverständlich auf Königsbrunnen willkommen und können so lange bleiben, wie Sie wollen. Zu freundlich. Aber ich gehe lieber ins Hotel. Das ist Ihre Entscheidung. Warum das denn? Dir gibt es vielleicht was, jeden Tag mit Leuten zu frühstücken, die dir am liebsten den Hals umdrehen würden. Ich kann mir was Schöneres vorstellen. Moment, ich... Was machst du denn hier? Ich muss dir helfen. Deine Firma amüsiert sich, während du hier arbeitest. Ach, Ben, ich habe dir doch erklärt, ich möchte die Ruhe nutzen, um Kundenpflege zu betreiben, ich weiß. Ich habe aber auch in deinem Kalender nachgelesen, dass du heute sonst keine Termine mehr hast. Und jetzt mal im Ernst, das mit den Kunden kannst du doch auch noch morgen machen. Warum sollte ich das tun? Weil du heute endlich mal wieder ganz alleine mir gehörst. Das wird zwar keine Fahrt durch Japan, aber dafür eine romantische Spritztour aufs Land. Und zwar zu einer Ausstellung eines japanischen Künstlers. Ben, was soll das? Du hast doch gestern selbst gesagt, dass es besser wird und du wieder mehr Zeit hast. Ja, und ich habe mir gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. Hey, lass uns leben. Ich fahre nirgendwo hin. Die Mühe hast du dir leider ganz umsonst gemacht. Alexa, du bist ja noch da. Ich wollte fragen, ob du mir Geld für ein Taxi vorstreckst. Gern. Wenn es das ist, was du wirklich willst.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die anderen sich beim Frühstück nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt haben, aber keine Sorge, die kriegen sich schon wieder ein. Mit deiner Familie komme ich klar. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Bei dir habe ich keine Ahnung, was du abziehst. Ist das wirklich so schwer nachvollziehbar? Nach allem, was wir in den letzten Wochen durchgemacht haben? Das glaube ich jetzt nicht. Was macht die hier? Sind Sie sicher, Gräfin Lahnstein? Ja, ich bin ganz sicher. Ich brauche Sie und Ihre Leute heute nicht. Ich aktiviere dann die Schließsysteme und die Alarmanlage, wenn ich heute Abend gehe. Wie Sie wünschen. Ja, dann einen schönen Tag für Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ruf doch jetzt ein paar Kunden an. Ich warte so lange und dann können wir wenigstens am Nachmittag einen Ausflug machen. Dir ist offensichtlich nicht klar, wie wichtig meine Arbeit hier ist. Kunden ruft man nicht eben mal so an und fragt, hallo, wie geht's? Du bist sehr ungerecht. Geht nicht immer nur um dich. Und überhaupt, du blätterst heimlich in meinem Terminkalender? Du entscheidest über meinen Kopf hinweg. Was soll das? So, und jetzt wäre ich wirklich gern allein. Du schreibst mir nicht vor, wann ich gehe und wann nicht. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Hier eine Massage, da ein Abendessen. Aber das ist ja alles nicht gut. Die Dame möchte lieber in Ruhe gelassen werden. Das stimmt überhaupt nicht. Neulich, da machst du mir noch klar, dass du eigentlich mehr willst als nur eine Affäre. Dass dir das Ganze viel bedeutet. Mir übrigens auch. Aber ich lass mich nicht jedes Mal einfach so abspeisen, wie es dir gerade in den Kram passt. Es hat sich in letzter Zeit einfach furchtbar viel verändert. Ach ja, stimmt. Die Gräfin ist ja jetzt Konzernchefin. Da kann sie ihren kleinen Toyboy bei Bedarf einfach abbestellen, ja? Es reicht. So läuft es nicht. Elisabeth, du verbringst mehr Zeit mit mir. Oder das war's. Welche Drogen hat sie dir gegeben? Sie hat dich in den Knast gebracht. Ihr Vater hat Eva erschossen. Der Typ war ein Irrer und du bist kein Stück besser. Moment mal, Kim, ein bisschen mehr Verständnis hätte ich schon erwartet. Alexa hat ihren Vater verloren. Du weißt doch, wie sich das anfühlt. Verständnis? Die wollte dich umbringen. Nein, ganz so war es ja gar nicht. Ich habe meine Aussage revidiert. Das war ein Unfall. Okay, ihr beiden würdet mir wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr wenigstens versuchen könntet, euch einigermaßen zu verstehen. Sie oder ich? Moment mal, Kim. Stell mich nicht vor diese Wahl. Okay, ich wollte mir gerade ein Taxi rufen. Alexa, warte. Du bleibst. Ich habe Alexa eingeladen. Und ich werde meine Einladung nicht zurückziehen, nur weil es dir nicht passt. Tut mir leid, Kim. Wow. Du weißt wirklich, wie man sich bei seiner Familie beliebt macht. Wenn du möchtest, dass ich dir ein Taxi rufe und sag Frau Schumann, sie soll den Fahrer im Vorhinein bezahlen. Also wenn dein Angebot noch steht, dann bleibe ich gern noch ein bisschen. Du solltest die Uhr wegschmeißen. Sie ist ja kaputt. So, Justus wollte sie doch reparieren lassen. Ach, das lohnt sich doch nicht. Man kann es sein, dass du mir noch was anderes verschweigst? Oh, warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, sehr freundlich. Sehr. Einen Moment noch, ich habe meine Schlüssel vergessen. Moment. Kein Problem, ich warte. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich glaube, ich weiß, warum du so gereizt bist. Ah ja? Ja. Ich
wette, du hast wieder eine Menge Geld für diese Uhr ausgegeben und hast jetzt Angst, dass du Ärger bekommst. Quatsch. Ich habe die total günstig auf dem Flohmarkt gekriegt. Es ist doch echt total spannend, oder? Ich meine, wem hat die wohl vorher gehört? Andy Borg oder Andreas Bader? Ach komm, ist doch egal. Ich dachte irgendwie, komisch, Andi und Bella. Oder Alexa Berg. So, ich habe den Schlüssel. Verstehen? Wem gehört diese Quittung? Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Worüber ist sie denn, wenn ich fragen darf? Über den Kauf eines Prepaid-Handys. Und die Nummer kommt mir sehr bekannt vor. Stimmt. Ich habe sie auf dem Dachboden versteckt. Hab ihr Essen und Handy besorgt. Ich bin der Komplize, den Frank sucht. Kannst du mir noch mal verzeihen? Du bist ein Spinner. Er wollte mich einfach nicht verstehen. Ja, dann ergab ein Wort das andere. Wir waren beide aufgebracht und... Aber dann ist er einfach abgerauscht. Aber nicht mit mir, Fräulein. Das sage ich dir. Nicht mit mir. Du servierst mich nicht so einfach ab. Nicht mich. Verpiss dich, du Penner! Hey, das klingt nach einem ganz normalen Beziehungsstreit. Nein, Charlie, das war kein normaler Beziehungsstreit. Dass er so die Kontenance verlieren kann, das hat mir regelrecht Angst gemacht. Ich werde dir schon noch zeigen, wo du hingehörst. Zu mir. Was? Elisabeth, vielleicht hat Ben ja nicht ganz unrecht und du arbeitest wirklich zu viel. Ja, aber trotzdem. Ey, lass mir von ihm doch keine Vorschriften machen. Also ich bin mir sicher, dass er das so nicht gemeint hat. Er will doch nur dein Bestes. Gib ihm noch eine Chance. Wann kommst du angekrochen? Also die gebe ich nicht mehr hin, höchstens zur Reparatur. Komm, ab zur Arbeit. Erklär mir das. Was soll das? Wieso wurde das Handy, das Alexa Berg bei ihrer Verhaftung bei sich trug, von deiner EC-Karte bezahlt? Und erzähl mir keinen Schwachsinn, ich habe das alles überprüft. Geht's hier jetzt um das Handy, das du für die Arbeit gekauft hast? Also hat er ein zweites Handy. Ja, aber warum hat Alexa Berg das jetzt bei sich gehabt? Gehört die dann auch ihr, oder was? Darf ich mal? Das Wappen der Familie Berg. Ja, ich habe Alexa geholfen. Verdammte Scheiße, Andi! Du gehst? Glaub mir, es ist besser so, bevor ich unserem Freund hier noch den Hals umdrehe. Nur weil du jetzt ein Zimmer hier hast, heißt das nicht, dass du gleich tun und lassen kannst, was du willst. Der eigene Ex-Ehemann. Und so feindselig? Immerhin hast du versucht, mir einen Mord anzuhängen. Oder hast du das schon vergessen? Du wolltest mich an die Polizei verraten. Alexa, glaubst du wirklich, dass Ansgar es ehrlich mit dir meint? Gegenfrage. Was verstehst du schon von Ehrlichkeit? Auch wenn du es irgendwie geschafft hast, dich hier wieder einzunisten. Der Billardtisch ist immer noch mein Terrain. Dein Terrain ist jetzt auch mein Terrain. Ich würde dir wirklich gerne ein bisschen wehtun. Hast du Angst vor Schmerzen?
wirklich meine Tochter. Komm rein. Die Bär kauft dir wirklich ab, dass du es nun gut mit ihr meinst. Unglaublich. Ja, und damit sitzt sie in der Falle. Für einen Moment warst du ziemlich überzeugend. Ich dachte wirklich, dass... Was, dass sie mir wirklich was bedeutet? Wart's mal ab, in ein paar Wochen ist sie weich wie Butter und dann tut sie, was ich will. Du glaubst wirklich, du kriegst sie dazu, dass sie ihren Vater für tot erklärt? Leicht wird's nicht. Aber ich kenne ihre Schwachstellen. Weißt du, im Grunde genommen ist sie einfach nur ein einsames kleines Mädchen, das sich nichts mehr wünscht als jemanden, der sie lieb hat. Und aus lauter Dankbarkeit überschreibt sie dir die Hälfte ihres Erbes. Nein, nicht die Hälfte. Das war der ursprüngliche Deal. Das reicht mir nicht mehr. Ich will alles. Ich bin so ein Vollidiot. Wie beknackt kann man noch sein? Ich habe auf der Arbeit Bescheid gesagt, dass wir später kommen. Bella, ich bin ein Idiot und ich kann dir das erklären. Weißt du was? Ich kann deine ganzen Lügen überhaupt nicht mehr zusammenkriegen. Das Arbeitshandy, Alexa, die Taschenuhr, die rein zufällige Gravur. Bella. Nein, weißt du, und das Ganze in ein paar Stunden. Bist du echt so abgezockt? Nein. Und dann mit Alexa Berg. Ich meine, die Frau hat mir ohne Rücksicht auf Verluste Tristan ausgespannt. Ich habe das für uns getan. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Folgen Sie mich? Ich Sie verfolgen? Wissen Sie, das muss ich gar nicht. Sie hinterlassen ja sowieso überall Ihre Spur. Also vielen Dank nochmal, dass Sie mich drauf gebracht haben, dass Andi Fritschi Ihr Komplize ist. Eine Sache noch. Bei meiner Laune wollen Sie sich heute nicht mit mir anlegen. Du musst mich wirklich für selten dämlich halten. Nein. Alexa hat mich einfach mit ihrem Geld überredet. Du warst so frustriert wegen der ganzen Schulden und da wollte ich uns einfach mal rausholen. Deshalb sagst du sofort ja, wenn dich eine Kriminelle um Hilfe bittet. Nein, Andi, das ist wirklich logisch. Total logisch. Nein, es ist nicht... Ja, okay, so ungefähr war es. Ich wollte nicht, dass wir uns kaputt arbeiten und am Ende noch die ganzen Schulden haben. Wenn ich den Fritsche erst mal richtig in die Mangel nehme, stehen Sie am Ende nicht mehr so unschuldig da. Was weiß der denn schon? Ich hab nichts verbrochen. Andi ist ein gutgläubiger Mensch. Aber wie Sie es geschafft haben, dass er Ihnen hilft, ist mir ein absolutes Rätsel. Und mir ist ein Rätsel, wie Sie die Polizeischule geschafft haben. Der Typ hat Schulden, ich hab Geld. Alexa Berg konnte doch überhaupt nicht an ihr Geld. Frank hat uns selber erzählt, dass ihre Konten eingefroren sind. Mir hat sie erzählt, dass sie eine reiche Tante in Brasilien hat. Ich wollte einfach nicht mehr, dass wir diese Schulden haben und wieder ein bisschen Spaß haben. Verstehst du? Und das ist jetzt auch wirklich alles, ja? Keine weiteren Lügen? Nein, das war alles. Sie hatten keinen Pfennig. Denken Sie doch, was Sie wollen. Wir haben Sie ihn unter Druck gesetzt. Unter Druck gesetzt? Wollen Sie mir jetzt auch noch Erpressung vorwerfen? Wenn Sie mir nichts Besseres liefern. Okay. Ich werde es Ihnen sagen. Ich habe ihn mir mit Sex hörig gemacht. Zufrieden? Andi, Andi, Andi. Hoffen wir, dass das kleine Biest genügt. Ich hoffe, ich konnte Sie zufriedenstellend über die neuen Strukturen im Konzern aufklären. Sehr schön. Ja, gut. Und grüßen Sie mir Ihre Gattin. Ja, wiederhören. Das lief ständig bei mir. Voulez-vous danser avec moi?
Na dann. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leur trémolo. Balayer. Oh Gott, wer sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Frank, hör zu, mir tut das echt leid. Ich bin da so reingeraten. Und als ich das wieder absagen wollte... Ob du es glaubst oder nicht. Ich habe gerade die Berg getroffen. Und? Sie hat mir verraten, wie sie dich dazu gekriegt hat, dass du ihr hilfst. Und weißt du was? Ich finde, du solltest mit Bella reden, bevor das Ganze an die Öffentlichkeit kommt. Wieso denn Bella? Was hat sie denn damit zu tun? Mensch, Andi. Wenn Alexa Berg vor Gericht aussagt, dann weiß es morgen die ganze Welt. Und du möchtest bestimmt nicht, dass Bella es von jemand anderem erfährt, oder? Was denn erfährt? Kannst du denn jetzt mal bitte Klartext reden? Alexa Berg behauptet, du hattest Sex mit ihr. Aber das stimmt nicht. Ich habe nur ein bisschen mit ihr rumgeknutscht, aber dann habe ich abgebrochen. Andi, sie hat dich doch unter Druck gesetzt, oder nicht? Nein, Andi, hör mal. Dein Liebesleben geht mich wirklich nichts an. Aber ich möchte dir einen Rat geben. Wenn an der Sache auch nur ein Fünkchen Wahrheit ist, dann musst du mit Bella reden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Worüber soll Andi mit mir reden?